Das Erste, an das ich denke, wenn ich den Begriff Wald höre, ist Ruhe. This is a nightmare. Erst was beängstigend, dann was friedlich. Nur weil es nicht modern ist, heißt es nicht, dass es nicht wichtig ist. Mein Name ist Stefanie Marget, ich wohne in Frankfurt, Houston. Ich bin 29, fast 30 Jahre alt und ursprünglich aus Bayern, wie man wahrscheinlich hört. But we still have to clean it out from the earth that is sticking on it. Bushcraft ist eine Mischung aus Camping und Survivor. Es ist also kein Extrem und es heißt für mich, dass ich Material oder das, was man der Natur zur Verfügung stellt, schlau nutzen kann, um mir dort eine angenehme Zeit zu machen. Keine Zeit, wo ich hungern muss oder leiden muss oder frieren muss, sondern die, wo alles angenehmer macht. Das heißt aber auch, also nicht nur aus dem Wald Materialien, sondern auch Sachen, die ich selber mitbringe von daheim. Videodrehen im Wald hat angefangen mit, ich habe 6 Monate in Los Angeles gelebt und war ziemlich genervt von vielen Menschen und Oberflächlichkeit und so weiter. Und das hat mich, glaube ich, in das andere Extrem einfach gebracht. Und ich habe mir gedacht, ich wollte eigentlich schon immer vor der Kamera sein als Schauspielerin und habe mir gedacht, ich mag Natur und ich mag vor der Kamera sein. Jetzt probieren wir es einfach mal, dass wir das verbinden. Und dann habe ich es einfach mit einem Video probiert und es hat sofort eingeschlagen. Und dann habe ich gedacht, okay, machst einfach weiter. Und dann nach einem Dreivierteljahr oder so habe ich davon leben können. Also das war Jackpot. Hey guys, welcome to my channel. Today I'm here in the woods again. Today I'm gonna answer another 5 billion narcissistic questions about myself. If you like the video, click the thumbs up. I mean it. Click them. Hey guys, welcome to my channel. Today I'm gonna build a bed. It's working! It's my first bed and it didn't break down and it's comfortable. I'm spending the weekend in my grandfather's house and it's the place where I grew up 5 or 6 years, I guess. And I want to show you a little the area and the house also because it's very traditional Bavarian, and I want to show you a little image of how it looks here. Dark. Die Verbundenheit zur Natur ist, glaube ich, entstanden aus meiner Familie, weil mein Papa Jäger ist und mein Opa Jäger und ich im Bayerischen Wald aufgewachsen bin. Das heißt, ich bin eigentlich aus dem Wald. Now, I just do this close-up so you see the difference here between the fat wood and between the normal wood. You see? I feel like a dentist now. This cavity here, this is the normal wood, and this here is very dense, and you immediately smell it. Oh my god, there is so much underneath, I have to cut this. Mein Wissen kommt, ich glaube, es ist eine Mischung aus Kindheit,
weil bei mir eigentlich alles, was wir gemacht haben in der Kindheit, ist draußen gewesen. Eine Mischung zwischen dem und ich war 4 Jahre in der Bundeswehr als Panzergrenadier, da hat man auch Bausachen gelernt. Und einfach Interesse selber. Und seitdem das natürlich mein Job ist, muss ich oder sollte mich fortbilden in dem. Und es interessiert mich einfach, es macht mir Spaß. Tarps and how to set them up. And yeah, fire making. Just I like to have this. Guys, I saw something I never seen before. In winter time, it's time to hibernate. Ich glaube, dass sehr viele Menschen an Bushcraft oder allgemein an Outdoor interessiert sind. Und ich merke das extrem in meiner Generation, obwohl es jüngere Menschen sind, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, das hat mit Kontrolle zu tun, weil alles, was man mir vom Aufstehen bis ins Bett gehen machen, ist irgendwas machen, weil wir es machen müssen. Nicht unbedingt, weil wir es wollen. Das heißt, alles liegt eigentlich außer unserer Kontrolle und außer dem, was wir vielleicht mehr machen wollen. Und es ist einfach alles schnell. Man muss schnell Entscheidungen treffen, man muss alles wissen, man muss über alles eine Meinung haben und es ist einfach alles schnell. Und im Wald ist einfach, wenn du dir selber eine Feier machen kannst, wenn du dir selber Essen machen kannst und selber dein Shelter aufbaust, dann gibt dir das einfach eine gewisse Erdung selber wieder zurück und eine gewisse Kontrolle, die man sonst nicht hat im schnellen Alltag. Und es ist einfach, wenn man still sitzt und dann wieder alles so sagt, wie es einfach alles objektiv sagt, wie es im Leben läuft und mit was man zufrieden ist, mit was nicht. Das kann man einfach nicht im normalen Tag, weil man einfach keine Zeit nicht dafür hat und weil man keinen Kopf nicht dafür hat. Nur weil es nicht modern ist, heißt es nicht, dass es nicht wichtig ist. Good morning. Die längste Zeitepisode, wo ich im Wald war, und das war fast eher Survival als Bushcraft. Ich war eine Woche in Schweden, 7 Stunden nördlich von Göteborg, und das war wirklich in der Pampa. Und da war nichts. Und da war ich 6 Tage. Das Schwierigste an der ganzen Situation war wirklich, dass ich meinen Verstand nicht verliere. Weil man, ich glaube, als zivilisierter Mensch so an andere Menschen gewöhnt ist und an Ablenkung. Und einfach an Fernsehen und Internet und Handy, und ich habe einfach nichts gehabt für 6 Tage. Und das Schwierigste für mich war, wenn alles leise wird es da herin sehr laut. Und das war das war eigentlich der größte Kampf, dass ich meinen Verstand nicht verliere. Aber es war dann, wo ich eine gewisse Schwelle übertreten habe, war es dann friedlich. Erst war es beängstigend, dann war es friedlich. Naja, da draußen ist es eigentlich, wenn man in der Wildnis oder im Wald schläft, ist es eigentlich immer der gleiche Ablauf, dass man Shelter baut, dass man Holz sammelt. Holz sammeln war stundenlang Beschäftigung, weil das auch was ist, was irgendwie eine Urangst entfernt, wenn man Feuer hat. Und das war das Fischen, damit ich was zum Essen habe. Und das war's. Es ist einfach nur Holz sammeln, Feuer machen, essen, schlafen und fahren. In skandinavischen Wälder hat man ja Jedermannsrecht. Das heißt, ich kann zelten und Feuer machen und mich austoben, wie ich will, größtenteils. In Amerika ist sowieso wurscht, da kann man alles machen. Und in Deutschland ist es ist schwierig. Das Übernachten ist schwierig, ich darf eigentlich nur bivakieren und auch nicht für eine Nacht und auch nur im Notfall. Feuer machen darf man eigentlich gar nicht, außer auf ausgeschriebenen Stellen, da wo dann 500 andere Menschen sind. Die Wälder in Deutschland sind an sich sehr, sehr, sehr schön und viel schöner als alles, was ich in Texas gesehen habe. Es ist eigentlich ähnlich zu Schweden fast schon.
Also so sehr wie ich den Wald mag, mag ich auch mein Wi-Fi und mein Kühlschrank und mein Handy. Und ich bin schon ein moderner Mensch. Ich bin kein Höhlenmensch mehr. Aber alleine der Wald darf mich nicht befriedigen. Ich brauche eine Balance dazwischen einfach. This is a bookstore and it's my favorite place in Frankfurt. Even I don't read. I do read. I read about 10 books. There is an animal, I don't know what is it, but it screams so loud. Und die kommen nach. Die größte Angst, die ich meistens im Wald habe, ist einfach zu wissen, dass ich in der Nahrungskette unten bin und es Lebewesen gibt, die viel stärker und anders denken als ich. Und das ist das, was mir Angst macht. Update on my feeling. I am scared. The wood scares me today. And I was thinking about it why, and I guess I figured out I didn't like the trees here because I will show you. Cat? Ja. This is a nightmare. Ja, ich habe immer Messer dabei. Also immer. Und normalerweise, wenn man Feuer hat, dann greifen Tiere auch nicht an. Aber Wildschweine sind so ein bisschen scheißegal. Also in Deutschland eher so Wildschweine und sowas. In Texas Krokodile. And it just made a weird sound. I almost thought it's a snake. But it was like I heard it walking at the same time. Das war in Texas. Also ich habe Pistolen dabei gehabt, weil man das da machen kann und ich in Deutschland keinen Waffenschein nicht habe. Aber ich habe noch nie so viel Angst in meinem Leben gehabt. Und das Krokodil, das war vielleicht 10 Meter von mir weg. Ja, ich bin einfach wie paralysiert gewesen. Ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich jetzt gleich schießen muss. So I was just walking around here. I tried to find some, prints or something from the tail, and I found it. You see, I hope you can see it on camera. Here down. It goes all the way down to here. And there's some footprints. Also ich merke, der Wald hilft mir, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe oder Migräne fast schon. Und es ist 80% der Zeit, wenn ich in den Wald gehe, haben Kopfschmerzen weg. Ich weiß nicht, was passiert. Ich kann es nur erahnen. Aber es ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass man, wenn man in den Wald geht und sich entspannt, das ist ja nicht einfach so, weil man einen Baum sägt. Das ist einfach, was für Chemikalien die Bäume ausstrahlen dort, was für ein Netzwerk das da aufgebaut ist. Und sie sagen ja, dass wir aus der gleichen DNA wie Bäume entstanden sind, zum Beispiel. Wir sind ja nicht aus Zement entstanden. Deswegen die Verbundenheit und den Frieden, was wir da kriegen, das ist einfach, was wir aufnehmen. Ich wünsche mir für die Wälder, dass Menschen begreifen, wie wichtig, nicht jetzt nur für Wälder, aber dass Menschen allgemein begreifen, wie wichtig das Natur ist. Und dass, wenn wir sie nicht schützen und wenn wir nicht respektvoll damit umgehen, dass wir uns im Endeffekt selber ins Bein schießen, weil das Einzige ist, was uns am Leben erhält, angefangen vom Sauerstoff bis zum Essen. Und dass Menschen
sie mehr verbunden fühlen mit dem, weil ich glaube, es wird einfach viele Krankheiten lösen und viel verändern in der Denkweise, wie Menschen sind, wenn sie mal still sind und nachdenken können und reflektieren. Ich glaube, ich wünsche mir einfach mehr, dass die Beziehung zwischen Mensch und Natur intimer wird, weil das ein Teil von uns ist, dem wo wir irgendwie ein bisschen abstoßen, aber es ist einfach so wichtig war.